Und darüber möchte ich nun sprechen. Zugeschaltet ist Professor Gabriel Felbermayr vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Tag. Guten Morgen, Frau Pochhammer. Herr Felbermayr, wie erklären Sie sich denn nun dieses gute Abschneiden der FPÖ bei dieser Wahl? Ja, es ist sicherlich so, dass die österreichische Wirtschaftslage nicht gut ist. Wir haben seit 2019 eigentlich kein Wachstum im Land. Dazu kommt, dass es relativ viel Bevölkerungswachstum gegeben hat, also relativ viel Einwanderung und die Pro-Kopf-Einkommen deswegen im europäischen Durchschnitt sich ganz schlecht entwickelt haben. Die hohe Inflation, höher in Österreich als in Deutschland und in vielen anderen Eurozonenländern kommt dazu. Und nach wie vor, das hatten die Wahlergebnisse auch gezeigt, ist da noch sehr viel Verbitterung über die harten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Und das erklärt wahrscheinlich schon zu großen Teilen, warum die FPÖ so viel Zustimmung bekommen haben aus vielen und breiten Teilen der Bevölkerung. Wie groß ist denn das Migrationsthema da im Wahlkampf auch diskutiert, positioniert worden? Das ist für die FPÖ schon seit vielen Jahrzehnten das große Thema. Da ist auch ihr Alleinstellungsmerkmal. Andere Parteien sind nicht so sehr auf die Immigration, auf die Gegnerschaft gegenüber einer liberalen Migrationspolitik eingestellt. Das ist wichtig. Und es gibt natürlich noch seit 2015, aber auch verstärkt in den letzten Jahren schon ernsthafte Probleme. Viele Bezirke, viele Schulen, das Gesundheitssystem sind überfordert durch den starken Anstieg der Bevölkerung. Und das ist sicherlich ein Thema, das die FPÖ sehr erfolgreich setzen konnte. Andere Parteien haben auch versucht, hier vor allem die ÖVP, sich sozusagen restriktiver zu geben. Aber da hat immer noch das Original, nämlich die FPÖ, hier die besseren Karten. Wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut, auch da stehen dann Bundestagswahlen irgendwann wieder an. Kann man die Situation in Österreich so ein bisschen als Blaupause für Deutschland nehmen? Nein, das würde ich so nicht sehen. Die FPÖ war ja schon zweimal in Bundesregierungen vertreten. Eine starke rechtspopulistische Partei haben wir seit den 1990er Jahren. Man erinnert sich an Jörg Haider. Deswegen ist da schon eine andere Vorgeschichte da. Aber die Sorgen in der Bevölkerung, die Sorgen vor der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung, die Sorge vor einem Abstieg, die sind in Österreich und in Deutschland doch vergleichbar. Deswegen ist schon auch sicherlich richtig, dass ein Teil der Gründe, die den Erfolg der FPÖ erklären in Österreich, auch den Höhenflug aktuell der AfD in Deutschland erklären. Und man muss sehen, wie das im Westen Deutschlands vor allem sich dann manifestiert. Aber ich denke, Sorge vor einem Rechtsruck und Sorge vor einem starken Abschneiden von sehr rechten Kräften in Deutschland, die wird sicherlich durch das Ergebnis in Österreich nicht kleiner. Kann man denn die AfD und die FPÖ überhaupt inhaltlich und auch personell in einer Form miteinander vergleichen? Ich bin ja Volkswirt und kein Politikwissenschaftler, aber sozusagen als Bürger, der in Deutschland gelebt hat, fast 2 Jahrzehnte lang, gibt es da natürlich aus meiner Sicht schon Ähnlichkeiten. Es werden ähnliche Sprachbilder benutzt. Thematisch gibt es da natürlich eine Nähe. Aber historisch ist eben die FPÖ schon immer wieder in Regierungsverantwortung gewesen. Aktuell regiert die FPÖ in Salzburg, in Niederösterreich, in Oberösterreich mit, dort mit gar nicht so schlechten Ergebnissen. Deswegen würde man schon sagen, im Vergleich zu Deutschland hat die FPÖ in Österreich sicherlich die sehr viel bessere Ausgangsposition. Man traut ja eben zu, seitens der Bevölkerung oder Teil der Bevölkerung, dass sie eben auch erfolgreich regieren kann. Und in den Bundesländern passiert das schon. Gabriel Felbermayr, ich danke Ihnen sehr für Ihre ganz aktuelle Einschätzung. Sehr gerne.